Herzlich willkommen bei In die Ferne. Folgende Situation. Ich habe diesen Hochdachkombi innerhalb von, sagen wir mal, 2-3 Wochen mit einfachsten Mitteln, begrenztem Werkzeug, ohne Hilfe, alleine zum Minicamper ausgebaut. Dabei ist überraschenderweise ganz viel gut gelaufen, aber einiges hätte man im Nachhinein auch besser machen können und das steht jetzt auf meiner Liste der Dinge, die ich gerne an meinem Ausbau ändern würde. In diesem Video erfahrt ihr, was meine persönlichen Ausbaufails sind, was ich beim nächsten Ausbau vielleicht anders machen würde und wieso und was ich auf jeden Fall, wenn sich die Gelegenheit ergibt, was ich da gerne noch mal ändern würde an dem Ausbau, so wie er jetzt ist. Falls ihr den Ausbau noch nicht kennt, hier oben ist die Roomtour, dann könnt ihr euch das erstmal angucken, damit ihr wisst, wovon ich spreche, weil alles zeige ich euch jetzt nicht nochmal. Punkt 1, ich hätte keinen Tisch gebraucht. Ich habe hier so einen Tisch zum Aufklappen an der Spüle oder direkt unter der Spüle angebracht. Ich hätte diesen Tisch einfach nicht gebraucht. Braucht man nicht zum Essen. Ich habe hier ja die Arbeitsfläche und ich habe draußen noch das Thekenbrett und ansonsten passiert das einfach nicht, dass ich mich hier drin befinde und denke, jetzt hätte ich gerne einen Tisch. Der zweite Punkt ist, ich hätte gerne oder ich würde die Boxendeckel hinten anders bauen und generell die Boxen hinten. Das ist ja jetzt eine Box mit einem Doppeldeckel, den man aufklappen kann und da unten drunter ist dann Stauraum und auch ein Durchgang, wenn man jetzt die Deckel zuklappen würde. Und das ist ein bisschen kompliziert, jetzt an das Bettzeug zu kommen, wenn man abends das Bett aufbauen möchte, weil man dafür erst den einen Deckel hochklappen, umklappen und dann den anderen nochmal hochklappen muss, aber da sie beide aneinander befestigt sind, nervt das. Und auch so, ich ziehe jetzt immer hier durch diesen kleinen Gang das ganze Gepäck, das da unten drunter lagert, den Kühlschrank und so weiter, nach vorne raus, um da dran zu kommen, um Sachen zu entnehmen. Da würde ich nächstes Mal auf jeden Fall zumachen, direkt ein Brett hinbauen und die Deckel mit Scharnieren jeweils einzeln anbringen, mit eigenen Scharnieren, dass man jeden Deckel einzeln öffnen kann und so dann rausnehmen kann, was man braucht. Dann jetzt müsste ich eigentlich was zeigen. Warte mal. Wo habe ich das hingetan? Da. Das nächste Ding, das ich gerne ändern würde oder das ich nächstes Mal anders machen würde, sind die Schraubhaken, die ich zur Befestigung der Möbel und der Bodenplatte benutzt habe. Die Spannhaken sind okay, die sind stark und dick genug, aber diese Schraubhaken sind einfach zu dünn. Einer ist sogar gebrochen, als ich nur rumhantiert habe in dem Bereich da unten drunter. Da war dann ziemlich schnell klar, dass man die ersetzen muss. Eine Alternative sind diese Verzurösen zum Anschrauben mit Karabinerhaken und einem flexiblen Stück. Da kann man dann halt das auf die Länge bringen mit dem Spannhaken, dass das funktioniert. Ist viel, viel stabiler und kann nicht einfach abbrechen. Für das Ablagefach über dem Fahrerhaus wären Trenner nicht schlecht. Jetzt hat man halt einfach nur eine große breite Fläche und wenn man da sein Zeug reinschmeißt, dann sieht das ziemlich schnell ziemlich unordentlich und unübersichtlich aus und man findet es einfach nicht mehr wieder, weil man die Sachen einfach nur reinquetscht. Das heißt, ich würde nächstes Mal auf jeden Fall sowas wie Fachtrenner benutzen oder letztens habe ich in irgendeiner Ausbaugruppe gesehen, hat jemand einen Trolley gepostet, der wie so eine Kameratasche aufgebaut ist, wie so ein ja, eigentlich wie ein Kleiderschrank mit Fächern unterteilt, wo man seine Kleidung dann immer so seitlich rausnehmen kann und sehr übersichtlich drin hat, fand ich eigentlich eine kluge Idee. Wenn ihr solche Videos hilfreich findet, dann gebt diesem Video doch einen Daumen nach oben, denn dann wissen wir Bescheid, wenn euch das sehr interessiert und gefällt, dass wir davon mehr machen. Ich hätte dann bei dem Vorhang, der den hinteren Raum vom Fahrerhaus trennt, den ich benutzt habe, der ist ja mit einer Duschstange, ein Vorhangstück ist da angebracht. Das würde ich anders machen, weil, ja, warum eigentlich, weiß ich auch nicht. Ich habe das Gefühl, es ist etwas unpraktisch, so ein großes, langes, breites Stück immer von links nach rechts ziehen zu müssen und stelle es mir praktischer vor, wenn man 2 Schals hat, die aber natürlich dann lichtdicht irgendwie verschließbar sein müssen, entweder über einen Reißverschluss in der Mitte oder Klettband oder Magnete. Aber es kommt halt manchmal vor, dass man doch nach vorne klettern muss oder doch noch Gepäck von vorne nach hinten holen muss und dafür nicht extra aus dem Auto raus kann oder will. Und da muss man den ganzen Vorhang immer erst zu einer Seite schieben und wenn man 2 Schals hätte, würde das einfacher gehen. Dann würde ich an alle offenen Deckelkanten, die es hier gibt, sofort Aluleisten anbringen. Das habe ich an vielen Kanten gemacht, habe ich aber nicht an allen gemacht. Würde ich definitiv überall machen, sofort ordentlich, weil
Es ist bestimmt 2-3 Mal passiert, dass ich mir hier einen Holzsplitter in den Finger gehauen habe. Und wenn man dann so schön auf Tour unterwegs, auf Reisen ist, dann hat man was nicht dabei? Eine Pinzette. Genau, deswegen Aluleisten zu eurer Sicherheit, wenn ihr tollpatschig seid. Und dann würde ich eine seitliche, an der Front eine Klappe an diese Box, auf der ich sitze, anbringen, denn da ist die Toilette drin und da ist der Toilettenkanister drin. Und den muss man regelmäßig entnehmen und entleeren. Und dafür muss man jetzt immer den Deckel aufmachen, den Aufsteller benutzen, dass der Deckel oben bleibt, das Zeug von oben rausgreifen, raustragen. Viel einfacher ist es, wenn man zusätzlich, also ich würde nicht entweder oder machen, aber wenn man zusätzlich eine Klappe hat, wo man hinter dem Auto stehen kann, die Heckklappe ist offen, man kann das Teil einfach rausziehen und wieder reinschieben, fertig. Eigentlich wie beim Wohnmobil. Das würde ich noch zusätzlich einbauen. Was sind eure Ausbau-Fails, bei denen ihr sagen würdet, ehrlich, ich müsste das eigentlich anders bauen, ich müsste es umbauen. Man könnte es sogar noch machen oder so. Schreibt mir mal in die Kommentare, was euch regelmäßig nervt, weil ihr denkt, würde ich nächstes Mal, sollte ich anders bauen. Ansonsten würde ich sagen, das war ein Video von In die Ferne. Mein Name ist Chantal Stauder, der Mann hinter der Kamera ist Henning Westerkamp und wenn ihr mögt, sehen wir uns hier nächste Woche wieder.